Hallo ihr Lieben! Heute geht es um diese Dekalkomanie mit Acryltinten auf Steinpapier und ich habe sie, hier seht ihr schon das Ergebnis, ausgearbeitet. Das heißt, ich habe mit Acrylfarben die Schatten vertieft und auch ein paar helle Stellen herausgearbeitet. Wie ich das gemacht habe, könnt ihr dann in diesem Video sehen. Hier seht ihr einmal den Ausgangsdruck, bevor ich ihn bearbeitet habe. Und ihr könnt in einem anderen Video, was ich euch unten in der Beschreibung verlinke, nachschauen, wie ich so etwas gemacht habe. Jetzt geht es darum, nur die Hälfte dieses Klappdrucks zu nehmen und als surreale Landschaft weiter auszuarbeiten. Hier an dieser Stelle habe ich schon mal angefangen. Hier ist eine kleine Wasserblase oder Luftblase und auch etwas dunkle Farbe habe ich hier schon zur Verstärkung der Kontraste aufgetragen. Wie gesagt, ich nehme hier auch Acrylfarbe, diesmal keine Fluid Acrylics, sondern ganz normale Acrylfarbe, die ich mit Lasurmalmittel oder normalem Binder etwas verdünne. Ich teste mal, ob ich den Hintergrund in einem mittleren Blau tönen kann. Gefällt mir aber nachher nicht gut. Ich lasse es einfach erstmal trocknen und übermale es später. Hier in diesen dunklen Partien setze ich Highlights. Werdet ihr gleich in der Nahsicht noch sehen. Den Hintergrund habe ich schließlich in einem sehr hellen Blau übermalt. Schauen wir mal, was wir mit dieser Stelle jetzt machen. Ich freue mich einfach, dass dieser Druck mir schon so viel vorgibt und ich einfach nur die vorhandenen Schatten ein bisschen verstärken muss.
Hier ein Zwischenergebnis. Die Strukturen sind jetzt für meinen Begriff schon ausreichend ausgearbeitet. Ich möchte auch einige so lassen, wie sie sind. Noch ein paar kleine Ergänzungen hier. Links unten gebe ich noch etwas Dunkelheiten, noch etwas Schatten hinzu, um das Ganze ein bisschen am Boden zu verankern. Mit einer kleinen Verschlusskappe suche ich jetzt eine Stelle, an der ich eine Art Planet oder Sonne in der Ferne im Hintergrund einfügen kann. Das soll dem Ganzen mehr Tiefe verleihen. Ganz intuitiv kam mir noch eine Idee, um die Tiefe zu verstärken. Ich füge eine Linie als Horizontlinie ein. Dazu messe ich einfach mal die Abstände, damit die auch gerade und in der Waage ist. Klebe ab und male diesen Spalt dazwischen aus. Beim Abziehen des Klebebands merke ich hätte besser ein wieder ablösbares extra Klebeband genommen, hat aber trotzdem funktioniert und so sieht mein Ergebnis aus. Jetzt bin ich zufrieden. Das ist eine Landschaftsfigur geworden eigentlich. Das ist gar keine Landschaft, sondern die Landschaft selbst wird zur Figur in diesem Bild. Das ist das, was mich gerade so inspiriert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich bin genauso gespannt wie ihr, was als nächstes kommt. Habt alle eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.